Die neue Fanatic Aero Carve Serie kommt mit einem Mid-to-Low-Aspect-Ratio daher. Die für Velo und Freestyle ausgelegte Foil-Serie haben wir hier im Test in 1150. Dabei hat der Frontwing eine Spannweite von 78 cm, eine schlanke Anströmkante und eine mittlere Profildicke. Runden das ganze Bild hier ab. In Kombination haben wir es getestet mit einer 68er Carbon-Fuselage und einem 82er Carbon-Mast. Diese Kombination ergibt zusammen ein Gewicht von 3,8 Kilo. Klar, den Stabi dürfen wir nicht vergessen. In der Kombination bei 1150 empfiehlt Fanatic den Stabi in der Größe von 250, klar auch in Carbon gefertigt. Und das Ganze kann wie immer leicht geschimmt werden. Hier gibt es im Zubehör 3 verschiedene Gradzahlen, wonach man die Gutmütigkeit oder die Performance einstellen kann, je nach Geschmack und Fahrkönnen. Verschraubt sind hier alle Bauteile nochmal dreifach bis auf den Stabi und das Ganze hat natürlich jeweils einen Torque-Antrieb von der Verschraubung. Wie auch in der zuvor von uns getesteten Aero High Aspect Serie macht das Ganze hier einen wirklich sehr sauberen Eindruck und das Ganze ist wirklich sehr steif und fest hier. In unserem Test hier haben wir den Aero Carve 1150 mit Bordgrößen in Volumen von 100 bis 60 Litern getestet. Da gibt es natürlich dann unterschiedlich je nach Bord immer leicht unterschiedliche Aufstiegsergebnisse. Allerdings stellten wir fest, dass der Flügel erstaunlich früh angeströmt wird. Er ist vergleichsweise der 1150er nur eine Nuance später im Fliegen als ein 1250er Aero High Aspect. Das ist fast kein Unterschied. Dementsprechend kann man hier von wirklich einem sehr frühen Aufstiegsverhalten sprechen. Und das Ganze ist sehr sanft und kontrolliert. Also auch wenn man hier nicht über eine ausgefeilte Pumptechnik verfügt, geht es hier sehr einfach und sanft auf den Flügel. So wie eben schon angedeutet, was man natürlich immer beim Aufsteigen merkt, wenn der Flügel sehr sanft aufsteigt, gibt er in der Regel auch in der Pitchachse eine gute Kontrolle und ein schönes Feedback. Genauso ist es bei dem 1150er Carve und man hat hier auch ein vollständig freies Gefühl, so wie ähnlich die getesteten Aeros High Aspects. Das ist hier genau das gleiche. Man kann jeden Neigungswinkel fahren, ohne eingeloggt zu sein und das stets mit 100%iger Kontrolle. Die Spannweite von 78 cm macht ihn natürlich in der Rolle sehr beweglich. Er hat hier die größte Flexibilität und Spritzigkeit und auch das größte spielerische Moment dieses Flügels. Was die Drehfreude angeht, gehört er hier mit zum Besten, was der Markt hergibt. Und schaut man auf die Yaw in Kombination, so ist diese ebenfalls frei, aber sie bietet das höchstmögliche Feedback, sodass hier die Kontrolle besonders beim Surfen in der Welle maximal unterstützt wird. Also Kombination aus absolut beweglicher Rolle mit etwas mehr Feedback in der Yaw-Achse lässt diesen Flügel wirklich zum Erlebnis werden. Wir haben beim Aero Carve einen breiten Geschwindigkeitsbereich, wobei hier die Stärken im High-End liegen, als etwas weniger im Low-End. Er trägt zwar auch in geringer Geschwindigkeit noch gut, aber da gibt es natürlich am Markt gestrecktere Modelle mit etwas dickeren Profilen, die dann einfach ihre Stärken in diesem Bereich ausspielen können. Im High-End ist er definitiv halt einer der schnellsten. Die schlanke Anströmkante bietet wenig Drag und man kann ihn halt sehr gut beschleunigen und auf eine hohe Endgeschwindigkeit gerade auch vor dem Absprung bringen. Der Topspeed wird natürlich nochmal durch das unterschiedliche mögliche Shimmen beeinflusst. Wir empfehlen hier für maximale Leistung 0 Grad, also keinen Shim zu wählen.
Sehr schön ist wirklich der Pop beim Springen bei diesem Flügel. Das liegt einfach daran, dass man ihn vor dem Absprung so frei bewegen kann und viel Druck aufbauen kann. Natürlich in Kombination mit der guten Geschwindigkeit. Da kommen schon wirklich echt sehr gute Ergebnisse bei raus. Das Ganze gilt natürlich auch für den Novizen in diesem Bereich, der jetzt die ersten Sachen übt, weil er sich sehr leicht löst. Also nicht nur der Profi kann hier das Maximum rausholen, auch diese Landung, die sehr schnelle Anströmung des Flügels wieder ermöglicht beim Profi ein schnelles Foil-to-Foil-Springen, also das Erlernen oder das Durchführen. Und bei den Einsteigern endet das Ganze beim Wiedereintritt ins Wasser auch nicht gleich mit einem Sturz, weil halt, wie gesagt, wenig Widerstand vorhanden ist. Der Flügel nimmt schnell die Strömung an und man wird nicht so stark abgebremst. Gerade für denjenigen, der in der Welle halt wirklich etwas näher am Face, ob jetzt an der Ostsee oder Nordsee oder auch in größeren Wellen spielen möchte, für den ist der Karst auf jeden Fall genau der richtige Flügel, weil er einfach mit seiner engen Drehfreude und seinem guten Drive, den er auf dem Flügel entwickelt, also er liefert da wirklich auch im Turn schon wieder Vortrieb und da eignet er sich halt wirklich exzellent dafür. Für denjenigen, der nur den Glide möchte, also langgezogene, auch Downwind-Bedingungen, ist er natürlich nicht ganz so stark. Da fehlt es ihm doch etwas an Aspekt-Ratio. Da sind die gestreckten Flügel mit dünnen, kurzen Profilen halt natürlich etwas im Vorteil. Er gleitet einfach nicht so lange. Klar, seine Stärken liegen hier ganz klar in der engen Drehfreude und dem spielerischen Surfen. Es bleibt festzuhalten, dass man die To-Do-Liste, die hier Fanatec vorgegeben hat, zu 100% erfüllt, kann man eindeutig sagen. Er gehört hier in dem Bereich Wave und Freestyle mit zum Besten, was es momentan gibt. Klar, die unterschiedlichen Geschmäcker haben wir im Test schon etwas beschrieben. Vom Einsatzbereich ist der 1150er von der Größe eine sehr schöne Allround-Größe für alle Bedingungen bei 80-85 Kilogramm. Er kann aber auch durchaus als Einsteigerflügel für leichte Personen gewählt werden, einfach aufgrund seiner völlig unkomplizierten Eigenschaften. Und am Rande auch für den sehr schweren Kite-Foiler kann das hier definitiv eine Alternative sein, wenn man sagt, man möchte vielleicht sogar beides machen, ein Starkwind-Foil fürs Wing-Foilen für den schweren Fahrer um die 100 Kilo, der aber auch mal bei sehr wenig Wind Kitefoilen gehen möchte. Der Haupteinsatzbereich bleibt aber Freestyle und Welle und da kann man halt von 70 bis 95 Kilo beim 1150er von einem wirklich sehr leistungsstarken Flügelkonzept sprechen. Von unserer Seite auf jeden Fall eins der Flügelkonzepte, auch besonders in dieser Größe, die ein sehr hohes Maß an Spaß bereitet.